Servus, hallo und moin moin. Wir sind Julia und Simon und das ist unser Wohnmobil. Mit unserem gemütlichen Zuhause auf 4 Rädern reisen wir seit August 2022, also schon über 2 Jahre, von Süd nach Nordamerika. Weit mehr als 60.000 Kilometer, mal mehr und mal weniger pannenfrei, haben wir auf unserem abenteuerlichen Panamerikaner-Roadtrip schon abgespult. Währenddessen durften wir 17 fantastische Länder und die unterschiedlichsten Kulturen kennenlernen. Vor kurzem nahm unsere Reise allerdings eine plötzliche und unerwartete Wendung, die uns erst einmal den Boden unter den Füßen wegzog. Ohne gültiges ESTA wurde uns die Einreise in die USA verweigert. Bis zu unserem Visa-Run bleibt uns somit noch einmal Zeit, das vielseitige Reiseland Mexiko tiefer zu erkunden. Ob wir am Vanlife aber noch genauso viel Freude haben werden wie vor dem Grenzdesaster, bleibt abzuwarten. Zum Glück sind wir aber in so einem abwechslungsreichen Land wie Mexiko gelandet und hier gibt es noch so viel Schönes zu entdecken. In diesem Vlog kannst du gemeinsam mit uns die faszinierende und sagenumwobene Unterwelt Mexikos erkunden und wir nehmen dich mit in wunderschöne, extrem entlegene, magische Dörfchen, genauso wie in wunderschöne Kolonialstädte. Und dann versagt auch leider mal wieder die Technik. Film ab! Viel Spaß mit unserem neuen Vlog und wenn er dir gefällt, dann gib ihm unbedingt einen Daumen hoch und drück die Glocke, damit du künftig keins unserer Abenteuer mehr verpasst. Unser Mexiko-Roadtrip startet diesmal in San Joaquin, einem ganz kleinen magischen Dörfchen im Bundesstaat Querétaro, abgelegen in den Bergen auf rund 2000 Metern Höhe. Deswegen braucht man auch noch ein Jäckle, weil es ist ganz schön frisch. Und wir starten mit einer Höhlentour. Und da geht's auch schon runter zur Höhle. Was uns da genau erwartet, Stalagnite, Stalaktiten, wissen wir gar nicht genau. Jedenfalls haben wir heute sogar die Stirnlampen dabei. Wir haben nämlich aus dem letzten Fehler in Belize gelernt. Da haben wir eine Höhle erkundigt, ohne Stirnlampe. Dementsprechend viel haben wir auch gesehen. Die war aber richtig cool. Mal gucken, ob die da unter das Ganze toppen kann. Da ist schon der Eingang und man merkt so einen richtig kühlen, frischen Windzug. Ich bin wirklich gespannt, wie groß sie ist und was wir werden sehen können. Jetzt haben wir extra die Stirnlampen eingepackt diesmal und dann brauchen wir sie gar nicht. Menno, alles schön beleuchtet. Ich finde es echt frisch hier, Simon, mir ist richtig kalt. Was soll ich da sagen? Kein Beyond Nordic Jäckchen an. Ja. Aber ja, so ist es halt in einer Höhle, gell? Und es tropft auch richtig. Da sind die ersten Stalagniten. Was hat das Ganze da mit Krokodile zu tun? Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass, also es heißt ja Sala de Cocodrilo, also Krokodilzahn. Vielleicht, weil die Stalaktiten und Stalagmiten aussehen wie Krokodilszähne? Keine Ahnung. Maybe, vielleicht, ja. Es ist auch wunderschön illuminiert hier durch die verschiedenen Farben, das Rot und Grün und Gelb, wirken die Wände noch viel eindrücklicher und so richtig mystisch. Man traut sich eigentlich gar nicht hier laut zu sprechen. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, mir gefällt es besser, wenn das hier nicht so bunt komisch da beleuchtet ist. Aber was ich noch unbedingt loswerden muss, immer wenn wir Höhle sind, wo Stalagniten und Stalaktiten gibt, muss ich meinen Witz erzählen. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon. Wie kann man Stalagniten von Stalaktiten unterscheiden? Stalagniten wachsen von unten nach oben und als Eselsbrücke Stalaktiten
Die eigentlich Stalaktiten heißen. Nein, die heißen Stalaktiten und hängen von oben nach unten. Und jetzt seid ihr dran. Alle bitte einmal in die Kommentare Stalaktiten schreiben. Danke. Zum Glück bin ich so ein Hobby. Wow, so cool, wie hoch die ist. Unglaublich. Und jetzt auch wieder so ganz verrückte Formationen. Ja, ist das Tageslicht da oben, ne, oder? Kannst du mir nicht vorstellen. Auch alles beleuchtet, ja. Unglaublich groß, das Ganze, fast wie Batmans Gewölbe. Ich glaube, hier sind wir dann auch irgendwie schon am Ende angekommen. Julia, hier nochmal der letzte Blick da runter. Unbedingt. Ich finde es richtig, richtig cool hier. Raus aus der Höhle und dann heißt es Weiterfahrt. Wir müssen noch dringend einkaufen und dann wollen wir uns unbedingt auch noch das nette Städtle natürlich angucken. Wie auch immer es heißt, ich weiß es nicht, Julia weiß es bestimmt. San Joaquin. Sag ich doch, genau. Und dann kommt natürlich... Sorry, da war der Handy-Akku leer. Wir sind zurück am Auto, Handy hängt an der Powerbank und das war jetzt ganz komisch. Wir haben den mit 100% sind wir gestartet, waren jetzt maximal 25 Minuten unterwegs und Handy einfach ausgegangen. Jetzt gerade wieder eingeschaltet, 0% Akku, an der Powerbank läuft's. Jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Derzeit laden wir das Handy und dann haben wir hoffentlich wieder Saft, um das schöne Städtchen zu besichtigen. Ein magisches Dörfchen in Mexiko ist schöner als das andere und wir haben auch wirklich noch keins gesehen, das irgendwie dem anderen ähnelt. Hier sind auch wieder die Straßen wundervoll geschmückt und es gibt sogar ein kostenfreies Museum, das hier über die Kultur von dem Ort erzählt. Hier wird nämlich ganz viel Musik gemacht und es gibt einen traditionellen Tanz. Der wird jedes Jahr im April aufgeführt, der Huapango. Die Gitarre sind zum Teil mein Baujahr 1984, also schon richtig alt und wundervoll bemalt. Also die zeigen hier die verschiedenen Kostüme aus den verschiedenen Epochen, aber auch Naturaufnahmen, Wasserfälle und eben die traditionellen Tänze und die Musikauftritte hier. Auch die Püppchen hier sind richtig, richtig schön und liebevoll gemacht. Bunt und farbenfroh und zeigen hier die verschiedenen Trachten aus der Region und der verschiedenen Epochen. Und in der Tracht hier wird getanzt, die ist auch ganz liebevoll bestickt und natürlich darf die Machete nicht fehlen und der typische Sombrero. Wunderschön hier auch das Kulturzentrum von dem Ort mit dieser Mauer hinter mir. Die spiegelt einfach auch nochmal die Kultur des Dörfchens wider, zeigt auch aztekische Ruinen, die hätten wir uns eigentlich gern angeguckt, aber die haben leider nur mittwochs bis sonntags auf. Heute ist Montag. Aber es ist einfach richtig schön anzuschauen, wie hier das Leben so stattfindet. Auch die Häusle sind hier alle wieder so super schön bunt. Die Straße mit einer schönen Wimpel in verschiedenste Varianten verziert. Auch wieder einfach ein netter kleiner Ort, schön zum Durchschlendern. Wir haben uns noch mit Brot und 2 Stück Kuchen für heute Mittag eingedeckt.
Was will man mehr? Ja, eine Rarität Käsekuchen. Das gibt's hier so gut wie überhaupt nie. Und der sah richtig lecker aus. Ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Für uns gibt es nämlich Mexican Cheesecake, kein American Cheesecake. Nein. Schöner Mist, so wie es aussieht, stellt uns unser Handy-Akku mal wieder vor größere Herausforderungen. Wir waren jetzt gerade Lebensmittel einkaufen, haben in der Zeit das Handy dann laden lassen an der Powerbank, damit es schnell geht. Hatte wieder 100%. Wir sind durch das Dörfle geschlendert, das war ja wirklich schön. Und der Akku ist wieder ausgegangen. Also bei 50% etwa schmiert er einfach ab. Und wir haben uns vorhin mal in den Einstellungen die Ladekurve angeguckt. Das sieht ganz komisch aus. Es geht wirklich in einer rapiden Kurve nach unten und das Handy eigentlich aus. Oh, apropos rapide Kurve. Und der Witz daran ist, wir haben den Handy-Akku ja erst vor nicht mal 3 Monaten in San Miguel de Allende, also hier in Mexiko, tauschen lassen. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, wir verlinken es und es war echt ein riesen Drama, hat uns 2 Wochen gekostet, bis dieser blöde Akku verfügbar war. Und eigentlich ist der sogar ein Original-Akku, den er uns da eingebaut oder versprochen hat. Ob das denn dann wirklich so ist, das kann man natürlich nicht wirklich nachvollziehen. Wir haben auf jeden Fall rund ca. 60 €, also ich würde sagen einen Akku-Originalpreis bezahlt. Ja, jetzt macht das Ding wieder Probleme und es ist halt unser Handy, was wir wirklich täglich, stündlich und minütlich benutzen, um zu filmen und so weiter, hauptsächlich ja auch für das. Und ja, jetzt ist die Frage, was tun. Wir müssen das jetzt einfach mal noch 1-2 Tage weiter beobachten, aber es ist halt richtig Mist. Aber nicht Mist sind die Straßenverhältnisse hier. Wir sind ja eigentlich jetzt hier echt in der Pampa, total ab vom Schuss. Wir können es vielleicht mal in einer Karte einblenden schnell. Und ja, wir haben eigentlich echt Asphaltstraße die ganze Zeit, wunderbar, selten mal irgendwie ein Schlagloch oder irgendwas. Es ist kurvig hier, aber das ist in Ordnung. Überhaupt kein Wellblech, nichts. Es lässt sich wirklich wunderbar fahren. Und ja, das hätte man überhaupt nicht erwartet. Einfach so weit abwärts oder abseits aller normale Touristenpfade. Ne? Wenn ihr euch die Videos von der anderen Länder jetzt angeguckt habt, da war die Hauptstraße nicht ein Viertel so gut wie das hier. Also dafür Mexiko, Daumen hoch, und auch die magischen Dörfer, obwohl wir jetzt schon echt einige gesehen haben sie richtig gut ausgewählt, irgendwas Neues zu bieten. Sei es mal die Stadt selber oder eben die umliegende Sache, archäologische Städte, jetzt gerade die Höhle. Immer wieder irgendwas Neues, gute Auswahl. Tipp für euch, wenn ihr in Mexiko seid, vielleicht einfach auch nach magischen Dörfchen die Augen offen halten. Und weil es so schön war und der Simon ja gerade so begeistert von den wundervollen magischen Dörflen, fahren wir jetzt auch gleich in das nächste. Juhu! Eigentlich wollten wir hier in San Joaquin einen Tag bleiben, aber weil er leider die archäologische Stätte zu hatte, düsen wir jetzt halt direkt weiter in das nächste. Und da soll es auch was richtig Schönes geben, habe ich gelesen. Nämlich, soll ich schon sagen oder nicht? Ja, sag's, ich weiß es ja auch nicht. Bin gespannt, verrat's. Nämlich gleich 2 botanische Gärten und der eine ist ein Kaktusgarten. Ich selber liebe Kakteen. Wir haben zu Hause auch ganz viele gehabt. Die sind jetzt in Pflege, solange wir natürlich nicht da sind, und ich hoffe sehr, dass sie überleben. Schade, dass wir uns aus Mexiko keinen Kaktus als Andenken mitbringen dürfen. Das wäre richtig cool, aber die nehmen es uns leider an den Grenzen ab. Genau, ich habe nämlich in Oaxaca einen gepflanzt. Ich weiß gar nicht, ob man das damals gefilmt habe. Und an der US-Grenze haben sie mir den tatsächlich abgenommen. Das war sehr schade, der war echt richtig schön. Jetzt ist er weg und irgendein Grenzbeamter hat ihn wahrscheinlich daheim auf seinem Fensterbrett stehen. Pausenzeit, das ist das Schöne am Reisen mit dem Van. Man kann einfach anhalten, wo es einem gefällt, die Landschaft noch ein bisschen genießen und diesen leckeren
Käsekuchen. Ich finde, der sieht richtig saftig aus und auch schön knusprig. Habe ich jetzt richtig Lust drauf, weil Käsekuchen ist auf unserer gesamten Reise bisher von Argentinien bisher nach Mexiko die absolute Rarität. Umso schöner, dass wir es heute gefunden haben. Der schmeckt auch richtig gut. Aussehen hilft mir ja nichts, wenn er nur schön aussieht. Gut schmecken muss er, das ist wichtig. Hier wachsen die Kakteen. Das sind die wir gegessen haben. Weiß gar nicht, im letzten Video glaube ich. Und ich habe das schon beobachtet. Die machen da irgendwie die Stacheln ab. Deswegen, ich schneide mir da auch mal so ein Stück runter und dann versuche ich den mal zu schälen, zu peelen. Keine Ahnung, wie man es Zu entstacheln meinst zu entstacheln. Da haben wir so ein Teil. Ich entstachel mal und dann gucken wir mal, was da dabei rauskommt. Kennt ihr das, wenn der Mann nicht hören will? Ich versuche ihm seit 2 Minuten zu erklären, dass es, glaube ich, ein anderer Kaktus ist. Der andere, den wir gegessen haben, der war viel dünner und wobbliger. Aber er hört einfach nicht auf mich, pult da weiter drum rum und ich warte nur drauf, dass er gleich 10 Kaktusstacheln im Finger stecken hat. Glauben heißt nichts wissen. Unmöglich, die Männer. Ich gebe es ja ungern zu, aber ich glaube, sie hat recht. Hab's mal geschält, hab probiert. Der andere habe ich auch roh probiert und es schmeckt tatsächlich anders. Aber ich habe noch nicht gehört, dass jemand an Kaktus gestorben ist, also nicht so schlimm. Schlecht schmeckt's nicht, aber nicht wie der andere. Schade, weg damit. Wir sind gestern noch gut in Cadereyta de Montes, einem weiteren magischen Dörfchen, angekommen. Hatten hier eine bombastische Nacht an so einem Wasserreservoir, immer mit ein bisschen Wassergeplätscher im Hintergrund. Und bevor wir uns jetzt gleich auf den Weg zu den botanischen Gärten machen, gibt es erstmal Frühstück. Und ich möchte euch zeigen, was es gibt. Nämlich eine mexikanische Spezialität oder Delikatesse, kennt man in Deutschland überhaupt nicht. Und ich glaube, wir sehen es auch gleich im Botanischen Garten, die Pflanze, nämlich Feigenkaktus. Das erinnert in der Konsistenz und vom Geschmack und auf dem Aussehen ein bisschen an grüne Bohnen, finde ich. Und es schmeckt sehr lecker im Rührei. Und das gibt es jetzt gleich bei uns zum Frühstück. Das hier ist unser Stellplatz. Im Hintergrund das Wasserreservoir. Und wir stehen hier richtig schön. Und gestern Abend hat hier sogar jemand geangelt. Hat gesagt, hier gibt es sogar richtig große Fische. Ich konnte es heute Morgen aussehen. Deswegen habe ich hier auch mal die Leine reingeworfen. Mal sehen. Hab leider nichts Gescheites zum Dranhängen. Ich probiere es mit Rosinen. Nach 800 Meter sind wir schon am Botanischen Garten angekommen. Hat 9 bis 17 Uhr geöffnet und da steht sogar Eintritt kostenlos. Schauen wir mal. Wir haben es reingeschafft. Es scheint dort tatsächlich kostenlos zu sein. Allerdings geht es nur mit einer Führung, aber das macht es ja noch interessanter und informativer. Die nächste startet in 10 Minuten, dauert auch gute 3/4 Stunde. Und bis dahin sollen wir im Wartesaal Platz nehmen. Das machen wir jetzt. Hier in dem Bereich sieht man lauter Pflanzen und natürlich vor allem Kakteen, die hier in der Halbwüste heimisch sind, also hier im Bundesstaat Querétaro.
Die Frau hat uns gerade erzählt, dass es hier auch extrem trocken ist. Also es regnet nur an 2 bis 3 Monaten im Jahr und dann auch nur ganz, ganz wenig. Im Winter ist es extrem kalt, im Sommer extrem heiß. Und deswegen haben sich diese ganz besonderen Pflanzen eben an diese harten Lebensumstände angepasst. Der Bereich hinter mir, der ist auch richtig, richtig cool. Es sind nämlich 5 Terrassen. Und auf denen wird dargestellt, wie sich die Pflanzen quasi je nach Höhe entwickeln. Also alles hier im Bundesstaat Querétaro oder in der Sierra Gorda, wo wir gerade waren. Ganz unten ist Jalpan de Serra und ganz oben ist, wie hieß der Ort? Pinal de Amoles, wo wir zuletzt waren, hoch in den Bergen auf fast 3000 Metern. Der botanische Garten hier, der kostet wirklich keinen Eintritt. Sie hat uns erklärt eben, es ist ihnen halt wichtig zu vermitteln, dass die Kakteen geschützt werden und nicht irgendwie in der freien Wildbahn geerntet und verkauft und so weiter an Touristen, sondern ja, sie tun die hier nachzüchten und haben eben die Mission, die Kakteen und die Vielfalt in Mexiko zu erhalten. Hier ist die Kakteen-Nachzuchtstation. Das ist Wahnsinn, wie viele verschiedene Kakteen es da gibt, wie klein da manche sind. Und ja, hier tun sie die nachzüchten und dann in freier Wildbahn oder auch hier im Garten und so weiter wieder auswildern oder pflanzen. Und das ganz Besondere hier ist, man kennt es ja bei uns, ein Kaktus hat so ein Baby dran, das bricht man ab, steckt es dann in den Sand oder in die Erde, es zieht Wurzeln. Das machen die hier nicht so, sondern die tun aus der Blüte, aus den Früchten nachher, aus den Samen, die Kakteen tatsächlich aus einem einzelnen Samen sozusagen großziehen. Hier sieht man, wie aus den Samen ganz, ganz kleine Kakteen werden. Es sieht überhaupt nicht aus wie Kaktus, man kann es sich kaum vorstellen. Man kann es nur ein bisschen erahnen. Es gibt hier auch die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen, indem man einen Kaktus adoptiert. Das hier ist unserer, hat eine Seriennummer, dass er aus ordentlicher Zucht und so weiter kommt und eben nichts wild gepflücktes ist. Somit unterstützen wir das Projekt auch ein bisschen. Richtig cool hier, die machen hier eine mega Arbeit und es kostet ja auch immerhin kein Eintritt. Wir brauchen noch einen Namen, vielleicht einen mexikanischen für den kleinen Freund hier. Das ist euer Part, also schreibt in die Kommentare, wie darf der kleine Scheißer hier heißen. Der Kaktus hier sieht aus wie ein Golfball, blütenweiß, und er ist auch tatsächlich nur hier in der Region endemisch. Den gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Da oben geht es noch ein ganzes Stück weiter. Da soll es auch noch irgendwelche Tümpel geben. Wir drehen jetzt hier einfach mal noch frei eine Runde durch den Garten. Gucken mal noch, was wir entdecken. Jedenfalls ist es wieder ein Wahnsinnsgelände und ultra gepflegt. Wunderschön. Ach, und übrigens, Das Gelände ist mit 10 Hektar auch richtig weitläufig und bietet sogar noch ein paar Wanderwege.
Oh Leute, ich habe mich gerade so erschreckt. Ich laufe die Treppen hoch und da flitzt eine riesige Schlange. Also die war bestimmt so Durchmesser, grau und so lang. Also sie ist ins Gebüsch. Ich hoffe, sie kommt nicht mehr raus und bleibt da drin. Riesen Gewächshäuser haben sie da. Das ist echt Wahnsinn, wie groß die Dinger doch sind. Was die hier für eine Arbeit leisten, ja, unglaublich. Und das Wetter hier ist wirklich mega ultra angenehm. Man kann in kurze Hose rumlaufen, schwitzt kein bisschen und abends kühlt es gut ab, sodass man wunderbar schlafen kann. Dafür für die Region jetzt hier einen dicken Daumen nach oben. Es ist doch ein Traum von einer Plaza hier, oder? Mit gleich 2 Kirchen, wieder in den schönen gelben und roten Farben. Also für mich finde ich jetzt eins der schönsten Dörfchen hier auf dieser Route, die wir gerade gefahren sind. Unglaublich schön. Simon, lass uns mal darüber gehen zur Plaza. Ich glaube, ich habe da einen Eisstand gesehen. Ich habe mal wieder richtig Lust auf ein Eis. Ja, Eis, das sieht sie. Ja. Immer. Das sieht doch lecker aus. Eissorten, die ich noch nie gegessen habe. Das eine ist Kaktusfrucht und das andere ist aus dem Pinienzapfen. Also auch was ganz Typisches hier von der Region. Wir sind schon wieder auf dem Sprung und zwar wollen wir auf dem Campingplatz, weil mein Schwiegerpapa, Simons Vater, heute Geburtstag hat. Happy Birthday auch an der Stelle. Alles Gute! Lieber Norbert. Und natürlich wollen wir ausführlich telefonieren und der Campingplatz dient auch als Ziel für eine ganz besondere Wanderung.
Wir haben unseren nächsten Stopp schon erreicht. Da ist Tor zur Einfahrt. Das Ganze ist ein Hotel. Richtig schön angelegt. Wir haben unten schon geparkt. Ich zeige euch einfach mal das Gelände. Das Hotel Tsakuali. Ja, wirklich, wirklich nett. Wahnsinnspalmen. Wirklich schöne Bäume und so weiter. Alles echt ordentlich gepflegt. Das ist richtig, richtig gut. Und hat eine mega Lage und Aussicht auf das nächste Highlight. Ich zeige es gleich. Ja, wir haben hier vorne auf der Seite einen wunderbaren Pool. Hier sieht man schon im Hintergrund. Leider ein bisschen frisch. Ich habe die Hand schon reingehoben, aber ich bin ja alter Warmduscher, ne? Das ist halt leider so. Und ganz besonders auch auf der anderen Seite eine Kapelle mit auf dem Grundstück. Ja, da schicke ich nachher mal die Julia hin, da kann sie beichten, was sie mir schon alles Schlimmes angetan hat auf der Reise. Flieger, Biene aufgescheucht, dass sie mich ins Ohr gestochen habe und ach je, bin schon ein armer Kerl, ja. Aber ich wollte euch eigentlich ja die Kirche zeigen. Hier, schaut mal rein. Kirche, Kapelle, ja, was auch immer. Auf jeden Fall doch auch ganz nett. Und das alles auf dem riesen Grundstück. Eigentlich ist es auch kein Camping, sondern ein Hotel. Aber sie lassen halt Camper stehen. Der Nachteil, 20 € am Tag. Das ist ein Haufen Geld halt auch. Ne? Aber schön angelegt. Hier sehen wir nochmal das Ganze. Die Rezeption. Da sitzt der nette Herr. Der grüßt schon. Wirklich toller Platz hier. Muchas gracias. Und ja, alles wirklich toll. Hier gibt es den ganzen Tag kostenfreien Kaffee. Das ist auch sehr, sehr nett. Und Sitzmöglichkeiten. Wirklich auch alles schön beleuchtet am Abend, hat er uns gesagt. Wir sollen unbedingt drauf schauen. Dann gibt es hier hinten geht's durch. Der Garten ist auch, muss man sagen, alle Hecke tipptopp geschnitten. Alles wirklich super angelegt. Hier geht's rein. Da ist noch so ein kleiner Aufenthaltsraum sozusagen. Auch nett. Hier sogar mit überdachter Indoor-Grillstelle. Mega Internet auf dem ganzen Platz. Und sogar ein Holzofen dabei. Das ist ja auch richtig, richtig cool. Pizzaofen. Könnte man Pizza backen, theoretisch. Und wir stehen da vorne auf dem Schotterparkplatz, direkt unterm Hotel Tsakuali. Schriftzug. Im Hintergrund haben wir die Dusche. Die sind sogar richtig warm. Das ist mega gut. Ich habe schon probiert. Das ist wirklich selten, aber schon die zweite in kürzester Zeit, die richtig warm ist. Die Julia sitzt da drin und treibt irgendwas. Was macht sie, die Julia? Ich kopiere gerade. Sage und schreibe 450 Fotos der letzten 5 Tage auf den Rechner, weil mein Handy voll ist. Also auch da wird es nicht langweilig. Und wenn ich mich dann hier mal vom Auto rumdrehe, dann sehen wir auch schon das Highlight der Ortschaft, nämlich den riesengroßen Berg dahinter im Hintergrund. Und da wollen wir auch mal noch gucken, ob wir runter ins Dorf kommen, ob wir da rankommen. Vielleicht ja sogar hochwandern kann, zumindest ein Stückle, weil von hier aus sieht es schon brutal steil aus. Aber wir gucken einfach mal. Ich schreibe jetzt gerade mal noch dem Handy Fred in San Miguel, der ja bei unserem Handy vor nicht ganz 3 Monaten den Akku getauscht hat. Das ja aber irgendwie scheinbar nichts war. Auf jeden Fall geht es ja nicht mehr. Ich hoffe, dass er sich irgendwie noch auf eine Garantie einlässt und dass er sich überhaupt meldet. Also kann ja gut sein, dass sich einfach totstellt und sagt, mir doch egal, interessiert mich nicht, ich melde mich da gar nicht mehr. Ja, heißt jetzt, dass wir warten müssen, bis der gute Mann sich meldet. Dann den Umweg fahren über San Miguel, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Und dann ja auch Gas geben müssen, dass wir noch zum Dia de los Muertos kommen. Und irgendwie ist mir in der letzten Zeit die Lust auf Vanlife echt vergangen. Klar, das Grenzschlamassel in die USA, dass jetzt alles anders kam, das haben wir ja selber verschuldet. Aber natürlich schwingt jetzt immer die fürchterliche Ungewissheit mit, kriegen wir ein Visum, kriegen wir keins, wie geht's weiter? Und wir haben so viel Pech gehabt in den letzten
ja, Wochen und Monaten. Erst ging der Laptop kaputt, dann ging das Handy kaputt. Dann hatten wir Probleme mit den Bremsen. Dann ging der Wassertank kaputt. Beim Schweißen vom Wassertank haben sie uns die Handbremse kaputt gemacht. Dann war wieder was mit dem Stoßdämpfer und jetzt geht es irgendwie gerade wieder von vorne los. Ja, wie gesagt, im Moment habe ich gerade keine Lust mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass heute die Beerdigung von meinem Onkel ist und wir nicht da sein können. Das ja, ist in solchen Situationen natürlich auch mal ganz arg schlimm, so weit weg von zu Hause zu sein. So der Status quo bei uns, bei mir. Wie heißt es doch so schön, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. So stand es zumindest in meinem Poesiealbum. Diesmal kam kein Lichtlein, sondern eine Flasche Wein. Die haben wir gerade zum Abschied geschenkt bekommen hier von dem Hotel. Mein erster mexikanischer Wein. Ich habe noch keinen aus Mexiko probiert. Es ist ein Dessertwein. Eigentlich mag ich lieber trockene Weine. Aber er kommt hier aus der Region, ein Nachbardorf weiter, und ich bin natürlich gespannt, wie er schmeckt. Und dann kam direkt hinterher noch eine gute Nachricht. Der Handymensch hat sich gemeldet, wieder erwarten. Ich habe echt gedacht, er meldet sich einfach gar nicht. Und er hat sogar geschrieben, relativ prompt, ja, gar kein Thema, ist ja noch nicht lange her. Ihr habt noch Garantie drauf und ich bestelle die Batterie für euch. Das ist natürlich mega gut. Jetzt hoffen wir einfach, dass es nicht so lang dauert, weil der 1. November, der wartet halt nicht. Und jetzt gucken wir, dass wir loskommen ins Dorf, sonst schlagen wir hier noch Wurzeln. Vamonos. Der Himmel hat sich leider ein bisschen zugezogen, aber für einen schönen Blick auf das Wahrzeichen vom Ort wird es hoffentlich reichen. Der ist auch extrem touristisch. Hier hat so viele Hotels, wie wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Auch alle top in Schuss. Richtig also schön, ja. richtig schön gemacht, aber der Ort hat dadurch natürlich irgendwie ein bisschen seine Seele verloren. Traditionell wirkt er nimmer. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir nur noch 200 Kilometer oder so von Mexico City weg sind. Wahrscheinlich beliebtes Ausflugsziel am Wochenende. Genau. Da hinten sieht man unser Ziel, den Peñal oder Peñón, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Der drittgrößte Monolith der Welt tatsächlich, nach dem Felsen in Gibraltar und dem Sugarloaf, dem Zuckerhut in Brasilien. Am Zuckerhut in Rio waren wir ja tatsächlich auch schon. Es war auch so eine völlig verrückte Story. Hey, mit dem eigenen Auto einfach mal an die Copacabana gefahren. Da ging eine Seilbahn hoch, hier leider nicht. Mal schauen, wie weit wir überhaupt kommen. Was meint ihr? Das wäre doch genau das Richtige für mich, oder? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ist es euch ja eine kleine PayPal-Spende wert. Dann mache ich die nächste Wanderung mit diesem schönen Outfit. Wenn wir es denn dann noch irgendwo zu Bekaufen bekommen. Peñol, der sieht gar nicht so mächtig aus wie der Zuckerhut in Rio, obwohl er den Ort 400 Meter überragt. Und wir finden jetzt auch die Sicht von so nah eigentlich gar nicht so mega cool. Von weiter weg war es viel schöner irgendwie. Und deswegen gehen wir jetzt auch nicht hoch, kostet auch Eintritt. Und da haben sich gerade hier Busladungen voll Leute hochgeschoben. Man kann eh nur ein kleines Stückle hochlaufen, wo man dann noch näher dran ist. Das sparen wir uns heute. Und es gibt frischer Fisch aus der Nordsee, Nordsee-Logo, alles hier vorhanden in Bernal.
Das ist auch was ganz, ganz Typisches in Mexiko, wenn die Mädchen 15 Jahre alt werden und somit quasi zur Frau, dann wird der Tag ganz groß gefeiert und sie dürfen sich so ein Prinzessinnenkleid aussuchen. Und der stolze Papa sieht sein Mädchen quasi zum allerletzten Mal als Hübchen. Vielen Dank, dass du diese Woche wieder mit uns live an Bord warst. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht raus an alle, die uns unterstützt haben, egal auf welchem Wege, entweder als YouTube-Kanalmitglied oder als Patreon-Mitglied. Da sichert ihr euch ganz exklusive Vorteile oder einmalig über PayPal oder Buy Me a Coffee. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Dankeschön nochmal an alle Supporter, an unsere grandiose Community und drückt uns bitte ganz fest die Daumen, dass wir unser blödes Filmhandy wieder zum Laufen kriegen, vielmehr den Akku, dass das noch klappt und wir den Dia de los Muertos noch schön für euch einfangen können. Ansonsten haben wir ein fettes Problem, mal wieder. Aber wir denken ja einfach positiv. Bis dahin, nächsten Mittwoch geht's weiter. Habt eine gute Zeit.